Heftiger Schlagabtausch im Weißen Haus zwischen Präsident Trump und Vizepräsident JD Vance auf der einen Seite und Präsident Zelensky aus der Ukraine auf der anderen Seite. Der Ton war ruppig, keine Frage, aber die Frage, die gerechtfertigt ist, ist natürlich, hat Trump mit dem, was er inhaltlich gesagt hat, irgendwo recht? Und mit dieser Frage und was das Ganze mit dir zu tun hat und für dich konkret bedeutet, damit wollen wir uns einmal in diesem Video hier näher befassen. Präsident Zelensky war am Freitag letzter Woche nach Washington gereist, um hier einen Rohstoffdeal zu unterzeichnen. Zu dieser Unterzeichnung kam es nicht. Stattdessen kam es zu einem Pressetermin im Oval Office, also dem Büro des Präsidenten. Und da ging es dann drunter und drüber, wie du sicherlich auch gesehen hast. Sicherlich kann man Trump und JD Vance vorwerfen, dass das nicht wirklich die feine englische Art war. Die feine englische Art hatten sie ja an den Tag gelegt, als Macron und Starmer in Washington waren. Aber hier waren sie schon ziemlich ruppig mit Zelensky. Auch er hat natürlich hier nicht klein beigegeben. Er hat hier heftig mitgestritten. Und so kam es dann eben zu diesem verbalen Schlagabtausch vor laufenden Kameras. Die ganze Welt war entsetzt, natürlich vor allen Dingen hier die traditionellen Medien, westliche Politiker. Alle werfen hier Trump vor, dass er einen Hinterhalt gelegt hat, eine Falle in die Zelensky reingetappt ist und dass man hier tatsächlich wie ein Bully sich ihm gegenüber verhalten hat. Nun, man muss objektiv sagen, dass da natürlich was dran ist, ganz klar. Aber was ist nun wirklich hier dahinter und was ist jenseits der Kommunikationsprobleme, die es ja wohl tatsächlich zwischen Trump und Zelensky gibt, inhaltlich zu der ganzen Sache zu sagen? Nun, ich hatte ja schon vor kurzem hier ein Video veröffentlicht, wo ich beschrieben habe, dass ich davon ausgehe, dass es in Kürze zwischen Russland und den USA zu einem Mega-Deal kommt. Ich persönlich halte das für sehr wahrscheinlich, denn tatsächlich gibt es zwischen Putin und Trump viele Gemeinsamkeiten. Russland ist für die USA sehr wichtig, vor allen Dingen, wenn es um einen zukünftigen Konflikt mit China geht. Und bei diesem Deal ist natürlich dann die Ukraine nur ein Puzzleteil und im Grunde genommen auch ein Klotz am Bein. Man will dieses Problem eigentlich nicht mehr haben. Dieser Krieg steht eigentlich hier einfach nur noch im Weg und man will das so schnell wie möglich lösen. So, das ist das meiner Meinung nach, worum es den Amerikanern wirklich geht. Grundsätzlich muss man natürlich auch sagen, dass die amerikanische Bevölkerung ziemlich wenig Verständnis hat für diesen Ukraine-Konflikt. Ich meine, stell dir das mal vor, hätten die Deutschen hier große Sympathien für einen Konflikt, der irgendwo in Südamerika ausgetragen wird, zwischen zwei fremden Mächten, tausende Kilometer weg. Das ist schwer zu verkaufen. Ja. Das Geld, das jetzt seitens der Amerikaner investiert wurde, ist natürlich erheblich. Wir sprechen hier von insgesamt 175 Milliarden an Entwicklungshilfe, die an die Ukraine in den letzten 3 Jahren geflossen sind. Das meist natürlich an militärischer Hilfe. Trump hat es ganz klar gesagt. Er will, dass dieser Krieg endet. Zelensky will auch, dass der Krieg endet, aber Zelensky will natürlich hier Sicherheitsgarantien haben. Darauf haben die Amerikaner keine Lust. Für sie reicht es aus, wenn ein Waffenstillstand hier zwischen Russland und der Ukraine hier vereinbart wird. Ein Waffenstillstand, wie es ihn ja auch schon mal gab. Trump geht davon aus, dass dieser Waffenstillstand hier gesichert werden kann, zum Beispiel durch Friedenstruppen in einer Pufferzone zwischen Russland und der Ukraine. Sicherlich, Putin möchte das absolut nicht, aber wer weiß, vielleicht will er sich am Ende darauf einlassen. So, und ich denke ehrlich gesagt, dass Trump hier mit diesem Punkt tatsächlich recht hat. Dieser Krieg muss aufhören. Das Problem ist an den europäischen Politikern hier, dass sie diesen Konflikt immer weiter befeuern, dass sie Zelensky ermutigen, auch mit diesen Treueschwüren, die hier geleistet werden. Natürlich, man muss der Ukraine helfen. Es ist ein europäisches Problem, es ist ein europäisches Land, aber helfen heißt eben in so einem Moment nicht der Steigbügelhalter zu sein, der hier diesen Krieg erst möglich macht, der hier so viele tausend Menschenleben fordert, sondern eben helfen heißt in diesem Fall auch ein ehrliches Wort zu sprechen mit Zelensky, ihn ins Gebet zu nehmen und zu sagen, hör mal zu, wir haben das 3 Jahre lang gemacht, wir haben hier ohne Ende Ressourcen investiert, es wird so nicht funktionieren. Wenn sich die Amerikaner jetzt zurückziehen, wird es sowieso nicht funktionieren, denn die europäischen Armeen sind ja Trümmerhaufen. Die europäischen Politiker, fett und faul wie sie sind, haben sich ja in den letzten Jahrzehnten nicht um die Streitkräfte geschert. Sie haben sich hier die Verteidigung von den USA besorgen lassen und wenn jetzt die USA wegfallen, stehen wir hier natürlich vor einem riesen Sicherheitsproblem. Das ist aber das Problem der europäischen Politiker alleine. Das haben sie verursacht. Lieber haben sie das Geld hier in den Sozialstaat investiert. Wir haben 3 Millionen Menschen, die Bürgergeld bekommen, die kerngesund sind. Vielleicht müsste man hier einfach
mal die Prioritäten ändern. So, wichtig wäre es jetzt eben für die europäischen Politiker, dass sie hier eben Zelensky nicht weiterhin ermutigen zu kämpfen. Er sollte die Waffen niederlegen. Das wäre eigentlich mal das Verantwortungsvolle zu tun. Und damit hat Trump natürlich recht. Und Trump macht mit solchen Aktionen im Weißen Haus, wie wir es jetzt am Freitag gesehen haben, natürlich unmissverständlich klar, worum es geht. Shock and Awe, das ist die amerikanische Methode. Aber das braucht man eben manchmal auch, damit einem hier die Realität tatsächlich vor Augen gehalten wird. Weiter so, das ist mit Sicherheit die falsche Parole. Denn wie soll weiter so wirklich aussehen? Wer soll hier kämpfen für die Ukraine? Deine Kinder, meine Kinder, sollen deine Steuergelder dafür verwendet werden? Das heißt, zwischenmenschlich war das sicherlich problematisch, was da gelaufen ist mit Zelensky, aber inhaltlich muss man sagen, dass Trump meiner Meinung nach hundertprozentig recht hat. Der Krieg muss stoppen, auch wenn es nur ein temporärer Waffenstillstand ist, dann hat man diesen Waffenstillstand und von dort muss man dann weiterschauen. Aber ich fürchte, das wird auf taube Ohren stoßen und jetzt sind wir bei dir angelangt. Du musst davon ausgehen, dass die Kriegstreiberei in Europa weitergeht, dass man hier wirklich ähnlich wie beim Ersten Weltkrieg hier sich hineinsteigern wird in eine Hysterie, die dann tatsächlich irgendwann in einen Dritten Weltkrieg ausarten kann, wo da noch Millionen mehr sterben können. Du hast ja gehört, was Merz jetzt machen will. 200 Milliarden mehr für die Bundeswehr, das ist erst der Anfang. Dann steht sicherlich das Thema Wehrpflicht auch auf dem Programm. Dinge wie eine Wegzugsteuer in Deutschland haben wir ja schon. Das heißt, wie lange wird man eigentlich Deutschland noch verlassen können? Die Wegzugsteuer wurde ja ursprünglich mal als Reichsfluchtsteuer eingeführt und zwar 1931, 8 Jahre bevor der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist. Damit sollten Deutsche am Wegzug gehindert werden. Momentan kannst du noch gehen. Sicherlich, die Wegzugsteuer gibt es, aber da gibt es Wege, damit umzugehen. Haben wir ja schon vielfach hier auf diesem Kanal gesprochen. Momentan können Deutsche ohne weiteres zweite Pässe beantragen. Wenn es nach der Union geht, dann wird das auch möglicherweise eingestellt werden, denn die Union ist ja gegen die zweite Staatsbürgerschaft. Also auch hier vielleicht ein Punkt, wo du dich ziemlich schnell darum bemühen solltest, dass du hier eine solche zweite Staatsbürgerschaft erlangst, solange es noch legal ist, um dich möglicherweise hier vor der Wehrpflicht zu schützen oder deine Kinder. Dann kommen wir natürlich hier zu den ganzen vermögensschädigenden Folgen. Verteidigungsabgaben, höhere Einkommensteuer, höhere Erbschaftssteuer, mögliche Vermögenssteuer. Viele Politiker haben ja schon während der Pandemie hier von einem Lastenausgleich gesprochen und dass ein solcher hier wiederum eingesetzt werden soll, um hier eben die Pandemie zu finanzieren. Die Pandemie hat 440 Milliarden Euro den Bund gekostet. Ein solcher Krieg wäre um ein Vielfaches teurer. Wir reden ja jetzt schon insgesamt von einem Sondervermögen von 300 Milliarden für die Bundeswehr. Meiner Meinung nach, was ich so mit Militärexperten besprochen habe, sind mindestens 500 Milliarden notwendig. Und dann hat man noch keinen Krieg geführt. Ja, dann hat man erstmal nur sozusagen hier eine Armee aufgebaut, die einigermaßen gut ausgestattet ist. Und das wird Jahre dauern. Also da kommt einiges auf Deutschland zu, auf Europa zu. Es wäre natürlich besser, wenn die Europäer jetzt dem amerikanischen Beispiel folgen würden. Vielleicht nicht so öffentlich, aber wenn sie jetzt Zelensky hier im stillen Kämmerlein sehr ernsthaft sagen, dass der Krieg enden muss, selbst wenn es keine perfekte Lösung gibt für die Ukraine im Moment. Wenn dann der Ukraine der EU-Beitritt in Aussicht gestellt wird und danach sieht es ja aus, wird das sicherlich ebenfalls eine stabilisierende Wirkung haben. Die Frage ist eben, ob du in dieser EU dann noch bleiben willst. Ich habe die EU schon vor 25 Jahren verlassen. Meine Entscheidung ist klar, ich komme auch nicht mehr zurück. Aber das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Bedenke natürlich auch immer, dass diese ganze Krise hier vor dem Hintergrund passiert, dass wir sowieso momentan wirtschaftlich in Deutschland eine der größten Krisen durchlaufen seit vielen Jahrzehnten, die längste Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg. Man kann schon gar nicht mehr Rezession sagen, es ist ein Strukturwandel. Die Industrie wandert aus Deutschland ab. Anstatt jetzt hier sich mit Kriegstreiberei zu beschäftigen, sollen sich die Politiker eigentlich lieber mit unserem eigenen Land hier auseinandersetzen und sehen, wie man hier die Kuh vom Eis kommt, wie man wieder hier zum Wachstum kommt, anstatt sich jetzt hier mit solchen größenwahnsinnigen Fantasien herumzutreiben, wie man hier einen europäischen Krieg gegen Russland führen kann, ohne die Unterstützung der Amerikaner. Komplett gaga, wenn du mich fragst. Und an deiner Stelle würde ich mir sehr gut überlegen, ob du dafür noch mit deinen Steuergeldern bezahlen willst und möglicherweise mit dem Leben deiner Kinder und Enkel. Das sind sehr ernsthafte Überlegungen. Und wie ich es vorhin gesagt habe, jetzt kommst du weg. Aber jetzt kommst du noch weg. Wer weiß, wie lang das noch so ist. Also diese Episode im Weißen Haus, im Oval Office, so unschön sie auch war, so unangenehm sie auch war,
sie anzuschauen. Sie sollte dich wachrütteln und dir tatsächlich zeigen, dass wir vor einer Zeitenwende stehen. Wir können uns nicht mehr auf die USA verlassen. Für 80 Jahre konnten wir das tun und haben uns hier bequem drauf ausgeruht, ohne dass die Politiker sich hier langfristig auf alternative Szenarien vorbereitet haben. Das wird jetzt nicht mehr gehen. Und daher solltest du dir gut überlegen, ob jetzt nicht auch für dich die Zeit gekommen ist, einen Plan B zu etablieren oder vielleicht sogar schon jetzt auszuwandern. Schau dir unsere Webseite an, perspektiveausland.com, unter Veranstaltungen. Da gibt es etliche Veranstaltungen, Seminare, Workshop-Tage, aber auch Reisen, die wir hier veranstalten. Tolle Gelegenheiten, Gleichgesinnte kennenzulernen, tolle Gelegenheit, sich intensiver mit solchen Themen zu beschäftigen. Ich würde dir wärmstens empfehlen, daran teilzunehmen. Wir machen regelmäßig Seminare zum Beispiel in Zürich, wo wir dir alle Tools vorstellen, die du beherrschen musst, um hier tatsächlich einen Plan B zu etablieren. Wenn dich diese Dinge umtreiben, würde ich mich auch freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als uns genau mit solchen Themen zu beschäftigen und Mandanten beim Plan B oder ihrer Auswanderung ins Ausland zu helfen. Steueroptimierung, Schutz des Vermögens, das sind die Themen, die ganz oben auf der Liste stehen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.